Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit allen außer Sebastian und wir schauen uns an Why German Sounds So Aggressive. Und das ist von dem Kanal Fern, das ist der englischsprachige Kanal von Simplicissimus. Aber ist doch unsere Sprache teilweise so schön, hat so tolle Wörter und auch die Ausdrucksweise, die natürlich mittlerweile nicht mehr ganz so gilt, aber Ich finde die niederländische viel aggressiver mit dem Was? Ach so. Ja, aber aus dem Deutschen gesehen kann man doch über die niederländische eigentlich nur lachen. Also ich finde die so schön. Ja, nicht weil die lächerlich, also nicht weil die lächerlich ist, sondern weil ich finde die einfach so süß. Ja, die Schweizer, tut mir leid, also ich musste ja mal eine Zeit lang Schweizer Fernsehen gucken, weil mein Anschluss damals nicht funktioniert hat in Köln. Irgendwann die Werbung mit den Zahlen und so, das konnte ich mir einfach nicht mehr geben, dieses Okay. Aber ist also, wir empfinden unsere Sprache natürlich nicht als aggressiv, aber es ist schon auffällig, wie sie quasi in amerikanischen Serien und Filmen und so dargestellt wird, dass dann aber auch immer die Leute, wenn sie Deutsch nachmachen, so schreien. Ja, eben, das ist halt das Problem. Also jede Sprache, also wenn du Nein machst, ist doch logisch, dass das irgendwie aggressiv klingt. Ja. Wobei ich das auch ich finde auch, dass viele arabische Sprachen sich sehr aggressiv anhören. Stimmt. Ja. Auch wenn die sich wahrscheinlich nicht immer also manchmal denke ich mir auch wirklich, die schreien sich gerade an und in Wahrheit wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also deswegen frage ich mich, ob es da wirklich irgendwie so eine wissenschaftliche Antwort drauf gibt, irgendwie was. Ich finde auch Japanisch voll aggressiv. Wenn du, also gerade beim Wrestling, wenn die Japanerinnen da Japanisch reden, dann finde ich das immer sehr aggressiv. Dann rollen die auch das R und so dabei. Aber die können das ja nicht vielleicht rollen. Ist das zum Beispiel schon mal was Aggressives, weil das hat es ja in der deutschen Sprache auch schon mal gegeben. Ja gut, das werden die Japaner dann wahrscheinlich gelernt haben von den Deutschen dann damals, ne? Wenn man das R rollt. Vielleicht. Also, wir lassen uns das jetzt mal erklären, vielleicht hier von Simplicissimus auf Englisch. We are German, and as such, we are always self-conscious about getting angry in public. Ich dachte erst kurz, das wäre eine Animation von denen, aber das ist, wie unten links auch steht, von der Netflix-Serie Love, Death and Robots. Ja, das war ganz lustig. Our language is quite the troll. I can do an evil old Hausfrau. Ess dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. Okay, jede Erwähnung von Scrubs gibt ein Like erstmal auf dem Video, möchte ich mal ganz kurz sagen. Vor allen Dingen, das war richtig gut, damals von Sarah Chalk. Sarah Chalk, ja genau. Deutschland ist ein Land und Stadtluten. Na ja, lass die Hunde hocken. Das war Nimm einen scheiße. ficken Schritt. Glaubst du, dass die Deutsche keinen Humor hat, ha? German sounds harsh and aggressive. Hummer? Warum denn Guten Hummer? Tag. Ich will ein kleinen Boten haben, bitte schön. Das schwarze Boten mit dem Käfer und das Schinken, bitte schön. It's a disgusting language. Nobody should ever speak it. It sounds like typewriters eating tinfoil being kicked down the stairs. And somebody is talking to you in German. They're saying, and you think, what is happening to you from behind? How can we make it stop? Someone, somewhere, is always making fun of our language. But why does German sound so aggressive to the rest of the world? Ja, weil die halt alle denken, wir wären noch Nazis. Meinst du, das kam da? Aber war vorher? Der Safe Call. Durch Hitler auf jeden Fall. Und was war vorher? Vielleicht war das vorher noch nicht als... Ja, wie vorher. Also 1920 war Deutsch eine wunderschöne Sprache und dann ist die aggressiv geworden. Ja. Da gab es ja noch gar nicht so einen krassen Austausch zwischen Amis und, keine Ahnung, Deutschen. Aber die haben ja zum Beispiel Handel und Menschen, die gereist sind. Und Ich glaube, der Erste Weltkrieg hat auch nicht geholfen, unbedingt in unserem generellen World Standing. Na doch, also wir waren schon sehr imperialistisch. Also das hat schon, war schon gut. Hat voll eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen. Naja, langsam, wie Gas. Wow. The German language is part of the Germanic branch of the Indo-Germanic language family. Besides German, Dutch and English are also Germanic languages. But while English sounds gentle to many people, German is often described as spat, barked, ugly, so dry, angelsächsisch cold, klingt auch total harsh, daneben. yapping and military. Ja, German und das is sind genau rarely die ganzen, diese ganzen Schlagwörter, die der gerade genannt hat, passen alle auf Hitler. Steht Also- beautiful. Ja, oder auf Nazi-Sprache oder wie auch immer. Ja, also das ist ja jetzt was anderes. Ja, aber ist es noch nicht. Deep is beautiful.
There are several reasons for this. 1. Okay. Linguistic Characteristics. German has a lot of gutturals and glottal stops. They can make the language sound harsh. Let's start with guttural sounds. German has the special ach sound, which sounds very throaty. It can be heard in the German words fauchen, which means to hiss, or krach, which means noise. These words are often difficult for non-German speakers to pronounce because these sounds don't exist in Ja, da hast du natürlich jetzt aber auch Beispiele genommen, muss man ganz ehrlich sagen. Krach ist auch ein Wort, wo ich sagen würde, das klingt doch einfach scheiße. Ja, aber ach kommt wirklich häufig vor, ne? So klar. Fach und so. Lachen. Und, ja, genau. Lachen ist ein super positives Wort eigentlich, aber durch den Laut klingt's halt nicht gut. Naja, komm, du kannst ja auch lachen sagen und nicht lachen oder sowas. Ja, aber Ja, Lachen aber ist das ist ja schon der Laut. Ja, und das kannst du auch nur, wenn du Deutsch bist, weil wenn du nicht Deutscher bist, weißt du nicht, dass das andere auch sagen könntest. Ja, aber dann, also wenn das jetzt das Argument ist, dann bin ich weiterhin dabei, dass Holländisch mindestens genauso aggressiv ist mit Das dem. ist doch nur eins von mehreren, das A. Ja, aber das ist dasselbe. Geht ja auch gerade nicht um die holländische Sprache. Ja, aber die ist auch germanisch, indogermanisch, wie sie es Also genannt es gibt haben. wahrscheinlich einige Sprachen, die recht aggressiv klingen. Die aber hatten hier halt geht's keinen ja um Hitler die bei deutsche, sich. Aber hier geht es ja um die deutsche Sprache. Ja, vielleicht auch ein Video, why Dutch sounds so aggressive. Ich verteidige nur unsere schöne deutsche Sprache, ja? Nee, du sagst nur, Nee. andere sind genauso schlimm. Ja, genau. Ja, okay, dann halt das. Ja. Warum zeigt man immer auf die Deutschen? Das ist hä? Warum zeigt man immer auf uns? Languages like English. Next, glottal stops. Germans pronounce vowels very strongly, especially gleich when kommen they wir noch zu den appear at the Umlauten. beginning of a word. This causes the vocal cords to open suddenly and all the air that has built up to escape at once. Take the word apple. The German word is Apfel. You can hear it quite well throughout this example. Ich esse oft Äpfel und anderes Obst. In many other languages, the words of a sentence are spoken in a flow. In German, sometimes there's a mini pause before each individual word. Here you can hear the difference. Everything is alright. Alles ist in Ordnung. Of course, I'm overdoing it a bit here, but you get the idea. These breaks can make German sound a bit barked. Some sounds exist in almost all languages, such as M and B. Others are quite unique and only appear in a few languages. In English, there's the diagraph th, for example in thanks. Germans, including me, often struggle to pronounce that. Italian, which is often considered to be a beautiful, melodious language, uses mainly vowels and only a few exotic sounds. German, on the other hand, has many rare, complex sounds, which might come off as strange. We use so-called Umlaute, such as Ö and Ü. Again, often hard to pronounce for non-German. Im Norden? Ja, aber die haben nicht noch 8 dabei. Die Dänen haben das ja auch, die Norweger. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, wer hat denn die Umlaute? Stimmt, Türken haben natürlich auch die benutzen viel mehr. Die sind viel aggressiver. Nee, darum geht's mir gar nicht. Ich bin nur überlegen, wer noch Umlaute hat. Ich sag nur Ölölüm. Ja? Finnland. Ich finde sogar, das klingt halt melodischer als tot. Ölölüm ist halt wirklich so, ich bedenke so, das hat voll den Flow. Ich verstehe, ich stimme ihm komplett zu bisher. Wobei da finde ich aber dann wieder die Bildsprache so gesehen eigentlich ganz schön, weil tot ist halt kurz und dann auch vorbei. Und ne, also das passt in dem Fall, finde ich, ganz gut zu dem Wort. Aber du weißt ja nicht, was Leben heißt. Weißt du, vielleicht ist Leben ja ein viel längeres Wort. Speakers. And there's the Sset. It looks like this and is essential for our all-time favorite word, Scheiße. The Sset is used to indicate the hard S sound. Plus, many German words just have a lot of consonants. For example, Strumpf, or a classic selbstverständlich, which means of course. German is complicated. Stimmt, und ich habe mich immer über die Polen oder überhaupt über die osteuropäischen Sprachen lustig gemacht, wo dann nur nach alle 7 oder 8 Buchstaben man. Na, wir sind auch nicht so viel besser, aber. Stimmt, so viel besser sind wir halt auch nicht. Ja, wirklich. Wir haben schon relativ lange Wörter, wo manchmal nur einer. Jawohl, also jetzt geht's richtig geil. Das ist wieder typisch deutsch, hallo. Shy away from complexity. But isn't the real challenge to transform complexity into something enjoyable and intriguing?
That's kind of the ethos of this channel and also the essence of today's sponsor, Brilliant. Brilliant offers interactive games, puzzles, and a bunch of resources to teach you about subjects like tech or science. Okay. They Check das customize gerne content mal ab. to fit your Das Originalvideo needs ist auch and verlinkt in der Brilliant's annual Videobeschreibung. Premium subscription. 20%. Let's jump back in. Hit it, CyberMer. Das finde ich cool. 2. Infinite words. Ja. This is a not made up, Ja, absolutely real E-Voice ist German word Merkel, oder? Würde ich auch sagen. with 79 letters. Rinderkennzeichnungs-, Fleischetikettierungs-, Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. We Das will muss not ich bother lernen. you with what it means here. What we're trying to tell you is this. Former? German has a high number Also of nicht mehr. compounds. Ja, scheint es nicht mehr zu geben. Das ist ja ein altes Wort, das gibt's gar nicht mehr, Ja. was hier schon wieder benutzt wird, ey. Ja, schrecklich. Die EU hat's vereinfacht. These can be really cool because the word often literally describes what it means. For example, you have a house and a tier, an animal, and together it is a house tier, a pet. Though, as a people, we seem to have made it our goal to put together as many words as possible. This has led to many long and insanely complex creations. Effizienz. Mark Twain already made fun of this word and many others in 1880 in his famous essay, The 1880, ja, lange vor Hitler, gibt's schon von Mark Twain Schriften über die schreckliche deutsche Sprache. Ja, aber da waren die Deutschen ja auch nicht immer die Guten, gerade so deutsch-französische Krieg und Ja, so. aber okay, wie weit müssen wir jetzt nach vorne gehen, damit wir denn dann die Guten waren? Wir waren nie die Guten. Weiß ich nicht. Are we the baddies? Ja, so. Ja, es sind wir. Wir hauen aufs Maul. awful German language. He writes, "These things are not words, they are alphabetical processions. And the inventor of them ought to have been killed. And because the words are weird, a lot of non-German speakers find them very entertaining. They have something weirdly over-precise and orderly about them. Combined with their guttural and glottal stop consonant-loaded delivery, it can give them a military touch. Ironically, we have a word for this. Konsonantenschlacht. Every German-speaking actor or model has to do the German word quiz on an American talk show at least once. Bezirksschornsteinfegermeister. Schmetterlingsbeinschlag. Backpfeifengesicht. Albeit this last one being an absolute banger of a word, meaning a face that's just inviting a good slap like Jimmy Fallon's, these shows only strengthen the image of the difficult and weird German language. And this leads us to... Oh, jetzt kommt ein Hitler. Prejudices. What do people think of when they think of Doch Germany? nicht. And they're saying to you something like, we have been better, but we're very vibrant in the theatre and arts and so on. All the time you listen to this, you're thinking, Hitler. During the two world wars, the Germans naturally became the enemy in many countries. German-American relations changed drastically. In the US, the teaching of German was banned. German programs were no longer allowed to be played on the radio. Authorities called for a boycott of German goods. Streets and even Sauerkraut were renamed. Hitler is possibly history's most terrifying figure. Haben die echt Sauerkraut und Liberty Cabbage umbenannt? Ich bin auch Wirklich, Sauerkraut heißt bei den Freiheitskraut. Not bad. Well played, Amerika. Ja, wirklich, da ist er wirklich komplett reingegangen. One so gruesome, it is rightly so echoed, processed, and analyzed countless times in all forms of media, so it may never be forgotten. According to many linguists, the perception of the German language is in part the result of these historical and socio-cultural contexts. German might have an image problem. Linguists would point out that you shouldn't judge a language based on its sound. What sounds strange to one person is beautiful to another. And if you label a language as ugly, you might miss out on fascinating insights into other worlds of thought and sound. So lastly, let us introduce you to some beautiful German words you can pretentiously Da Oh, gibt incorporate. es einen richtig coolen Twitcher-Kanal zu, der immer deutsche Wörter beschreibt, die es so in anderen Sprachen nicht gibt. Zum Beispiel Schadenfreude, Fernweh oder so. Dass Fernweh wir halt ist echt ein schönes Wort, muss ich dass sagen. wir einfach Wörter haben für Sachen, die in anderen Sprachen einfach nur Umschreibungen haben. Ich finde das auch lustig, dass die dann, obwohl die Sprache ja so scheiße von uns ist, dass sie dann doch irgendwie sowas wie Kindergarten oder sowas übernehmen.
Ja, aber ist ja mal geguckt, wie war das irgendwie? Fast 20% der Amis oder so haben deutsche Vorfahren? Irgendwie so? Ja, gerade an der Ostküste sind ganz viele. Ist halt ein Einwanderungsland. Also, ja. Da logischerweise sind da recht viele Europäer gewesen. Ja. Sprachgebrauch. Fernweh describes the opposite of homesickness, the longing for distant places. Weltschmerz is a feeling of knowing that the world will always fail to meet your expectations because of the prevalence of pain. Trotzdem hartes Wort, Weltschmerz. And lastly, also Treppenwitz. A joke or thought. Ja, also vom Phonetischen her, aber das Gefühl, dass wir ein Wort dafür haben, dieses Gefühl zu beschreiben, ist schön. Ja, aber dann ist es trotzdem ein schlimmes Wort aus amerikanischer oder ausländischer Sicht, die halt kein Deutsch sprechen können. Weltschmerz. That you think of too late, just as you walked out the door, already on the stairs. Treppenwitz. Like I'm sure there's a nice way to finish the video here, but I guess it just won't come to me until we hit publish. Ja, das war doch mal interessant, muss ich sagen. Ja, auch. Schönes. Hat mir gut gefallen. Weißt du, wie der TikTok-Kanal heißt, Bram? Zufälligerweise der. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß nur, im Hintergrund läuft immer so, wie heißt das? So ein deutsches Lied, was ich jetzt aber auch nicht machen kann. Kann ich auch nicht mal ansingen. Ja, okay. Das war ein cooles Video. Vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ja.